Ich bin Hauke Rehme-Schlüter und ich gründe mit meinen Mitstreitern zusammen das Unternehmen Regiostore. Regiostore ist quasi ein stationärer Handel, der Produkte aus der Region sammelt. Also wirklich regionale Produkte. Dabei haben wir gesagt, regional ist unter 50 Kilometer und wir schaffen so quasi einen zentralisierten Hofladen im Dorf oder in der Stadt für alle Kunden. Das Besondere bei uns ist dann noch, dass es ohne Personal funktioniert, also ohne einen Kassierer oder Kassiererin, und man rund um die Uhr einkaufen kann. Also man bekommt eine Kundenkarte, kann die Ladentür öffnen und kann dann auch am Feiertag und mitten in der Nacht kann man da einkaufen. Was mich reizt, ist eben diese Verbindung von Informatik und Technik in Bezug auf Nachhaltigkeit. Also diese Verbindung, die sich ja erst auf den ersten Blick widerspricht, Software und Nachhaltigkeit, die reizt mich sehr, weil mit unserem System schaffen wir es, dass wir automatisiert rund um die Uhr ökologische Produkte aus der Region zur Verfügung stellen. Am Anfang stand erst gar nicht die Idee, sondern meine Frau und ich, die auch mit im Unternehmen dabei ist, wir sind beide Softwareentwickler, wir wollten einen Job als Softwareentwickler haben, wo wir auf das Endprodukt stolz sein können. Und den haben wir erst gar nicht so gefunden. Dann wollten wir erst selber in die Landwirtschaft einsteigen und haben dann aber gesehen, als wir uns die ganzen Vermarktungsprobleme vor Augen hatten, hatten wir dann eben die Ideen, wie wir es einfach mit wenig Aufwand vermarkten können, haben das ein paar Landwirten erzählt und die haben dann gesagt, komm, mach da ein Unternehmen raus und helft doch einfach als Informatiker, weil so könnt ihr viel mehr bewegen. Und so sind wir an sich zu der Idee gekommen. Wir kennen in der Region sehr viele, sehr unterstützenswerte Landwirte und wir wollten einfach was schaffen, indem wir denen den Vermarktungsprozess einfacher gestalten. Weil die arbeiten alle ökologisch und haben wirklich sehr vorzeigbare Betriebe, haben aber alle Probleme im Marketing und in der Vermarktung. Und wir wollten als Softwareentwickler ein System schaffen, wo wir die Landwirte in dem Bereich unterstützen können. Unser Geschäftsmodell trägt gerade sehr viel zum Bereich Umwelt- und Klimaschutz bei. Wir sind ein zentralisierter Hofladen und setzen nur auf biozertifizierte Produkte. Außerdem war bei uns die Frage, wie kriegen wir die Produkte, die wirklich nachhaltigen ökologischen Produkte zum Kunden. Deswegen haben wir uns gesagt, wir müssen unseren zentralisierten Hofladen da machen, wo die Kunden sind, also in der Stadt oder im Dorf, damit die Kunden es möglichst bequem haben und wirklich auf nachhaltige Produkte beim Einkauf setzen. Die Herausforderung bei uns ist vor allem, kleine landwirtschaftliche Betriebe einzubinden, wo die Erzeuger dann meist auch eher nicht so technikaffin sind. Also es ist immer viel einfacher in der Logistik, ein sehr großes Unternehmen einzubinden, egal wo es dann auf der Welt eben tätig ist, als einen kleinen Landwirt einzubinden. Das war eine sehr große Herausforderung für uns, vor allem da wir ja einen komplett automatisierten Laden betreiben. Und da ist natürlich die Herausforderung, einen sehr technikfernen kleinen Landwirt in so ein automatisiertes System zu bekommen. Dadurch, dass wir die Ziele sehr transparent verfolgen, grenzen wir uns eigentlich auch von anderen Lebensmittelhändlern sehr stark ab. Also es gibt aktuell in unserer Region keinen anderen Lebensmitteleinzelhändler, der wirklich mit so harten, transparenten Regeln, wie wir das machen, also unter 50 Kilometer ökologische Produkte arbeitet. Und unsere Kunden fordern das an sich und freuen sich sehr darüber. Es stößt auf großen Anklang, unsere Ideen, und das grenzt uns ein Stück weit von den großen Playern ab. Im Preis können wir mit Aldi, Edeka etc. nicht konkurrieren, deswegen müssen wir uns irgendwo anders absetzen. Am Anfang stand bei uns die Frage, wie schaffen wir es, den Kunden möglichst bequem einen sehr nachhaltigen Einkauf anzubieten. Und daraus stammen eigentlich alle Ideen. Daraus stammt auch die Idee, es ohne Personal zu ermöglichen, weil wir nicht den großen Durchlauf haben wie andere Lebensmitteleinzelhändler. Und gerade dieses Problem, wenige regionale Produkte, hat uns sehr dazu gedrängt, innovative, kreative Ideen zu haben. Sonst wäre das System nicht so entstanden, wie es jetzt entstanden ist. Generell ist es so, dass wenn man in ein Unternehmen investiert, was nachhaltige Entwicklungsziele verfolgt, was also auch sehr zukunftsorientiert arbeitet, man auch weniger Risiken hat, dass es da zu Skandalen kommt oder dass durch die nächste Bundestagswahl dann irgendwelche Gesetze kommen, die das Unternehmen beeinträchtigt. Weil ich glaube, mit unserer Idee sind wir sehr zukunftsweisend, die Menschen sind bereit dafür und das sehen auch die Investoren oder Fördergeber so. Gerade der Bereich Klima- und Umweltschutz bringt, glaube ich, sehr, sehr viele neue Felder für Unternehmen mit. Gerade dadurch, dass es jetzt so im Fokus ist und wir natürlich in den nächsten 20 Jahren in diesem Bereich so viel tun müssen, eröffnen sich da sehr, sehr viele Geschäftsfelder in allen Branchen. Wir sind jetzt nur ein Beispiel in der Ernährungsbranche, das gilt aber auch für die Automobilbranche und alle anderen Branchen eigentlich auch. Also wir versuchen mit unserem Laden ja ein
Netzwerk für Lebensmittel zu erstellen. Und bei uns ist es so, dass wir den Part von Vermarktung und Marketing übernehmen und alle Landwirte eben den der Produkterzeugung. Und so bilden wir quasi ein komplettes Netzwerk vom Acker bis zum Kunden ab. Ich würde anderen Startups auf jeden Fall empfehlen, die nachhaltigen Entwicklungsziele frühzeitig in ihr Geschäftsmodell zu integrieren, weil ich glaube, dass in den nächsten 20, 50 Jahren, also langfristig gedacht, vor allem in solche Geschäftsmodelle investiert werden, weil sie auch einfach sicherer sind für Investoren und Fördergeber, weil die Politik sich auch an diesen Entwicklungszielen ausrichten muss und man deswegen für die Zukunft gut aufgestellt ist.